und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich heute mal einen alten Schatz ausgegraben. Das sind tatsächlich die Neo Geo Club Magazine. Die gab es damals nur für Neo Geo Club Mitglieder. Und die letzten beiden Ausgaben, die gab es tatsächlich auch nochmal für Nicht-Mitglieder, aber das macht ja nichts. Heute wollen wir uns die mal angucken. Also zuerst schauen wir mal uns hier den Clubausweis an. Ja, die Rückseite steht eigentlich nur die Mitgliedsnummer und der Name mit drauf. Nichts Weltbewegendes, aber man kann sehen, ja, ich war tatsächlich damals Clubmitglied. Und wie ist das gekommen? Der M&B-Versand hat das damals angeboten und da musste man tatsächlich einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Da konnte man dann eventuell Rabatte bekommen auf ein paar Neo Geo Spiele, aber hauptsächlich auf das Merchandise. Also auf Taschen und Fahnen und sowas alles. Das hat er dann günstiger angeboten. Und ja, ich fand das cool. Er hat auch geworben, man würde mal so ein paar Clubtreffen machen und da irgendwelche Wettkämpfe ausüben. Aber das ist irgendwie alles nichts geworden. Ein bisschen schade, aber ich kann jetzt auch noch nicht mal mehr sagen, was die Mitgliedschaft gekostet hat. Aber wie man auch schon an der Zeitschrift hier sehen kann, ein Clubheft, das sollte 9,50 Mark kosten. Also schon eine ganz schöne Ansage, wenn man dagegen so Zeitschriftenpreise von damals vergleicht. Also die erste Ausgabe, die ist 1993 erschienen. Das sieht man hier auch oben in der Ecke. Und ich würde sagen, blättern wir die mal ein bisschen durch. Ja, auf der linken Seite wieder eine schöne Werbung vom einen Videospielversand. Das war ja damals ja das einzigste Mittel, um irgendwie Spiele zu bestellen. Also sie mussten Anzeigen schalten und dann hat man da halt angerufen und gesagt, hier das und das Spiel, habt ihr das da? Ich möchte das kaufen. Und wenn man sich dann auch mal so ein bisschen die Preise anschaut, ja, sind die Neo Geo Spiele nicht unbedingt günstig gewesen. Also wo ich angefangen habe mit der Neo Geo Konsole, da war es tatsächlich so, dass ein neues Spiel 300 Mark gekostet hat. Also im Gegensatz zu anderen Konsolen, ja, die lagen meistens immer so bei 100 Mark, die Spiele. Ja, hier auf der rechten Seite, wie man sehen kann, das Inhaltsverzeichnis. Ein paar Bilder, einmal von Super Sidekicks. Das ist das erste Fußballspiel, was auf dem Neo Geo als normales Fußballspiel so erschienen ist. Und Magician Lord. Ja. Dann auf Seite 2 sieht man wieder verschiedene Sachen. Softwareausblick, erste Infos vom Neo Geo CD. Ja, und dann irgendwelche Tipps zu Art of Fighting und wieder Werbeanzeigen. Sogar der gute alte Wolfsoft ist drin. Ja, kann man mal sehen, wie die Zeit vergeht. Den gibt es ja immer noch. Ja, und auf dem Bild zu sehen ist Sengoku 2. Meine ich zumindest, dass es Sengoku 2 ist. Ja, steht ja auch unten drunter. Ja, dann wieder ein Bericht von World Heroes. Ein paar Special Moves. Also, ja, die haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Aber ja, die Bildqualität ist natürlich nicht so toll. Und teilweise sind die Infos, die da so drin waren, ja, das waren größtenteils so unbestätigte Berichte. Manches natürlich auch korrekt gewesen, aber bei manchen Sachen so im Nachhinein, da schüttelt man wirklich den Kopf. Ja, hier, wie man sehen kann, wieder Super Sidekicks zu sehen. Ein kleiner Testbericht. Das Spiel ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe es damals hier in Hannover gekauft für, ich glaube, 200 Mark mal. Oder waren es vielleicht nur 150, weil so viele wollten das nicht haben. Dann auf der nächsten Seite Fatal Fury, auch wieder ein Testbericht. Ein paar Charaktere werden vorgestellt, dann wieder ordentlich Werbung.
Ja, Werbung von damals ist natürlich eigentlich immer irgendwie interessant. Ja, wir können ja noch mal ein bisschen ranzoomen. Können wir ein bisschen noch was lesen vielleicht. Ja, also ich finde es halt immer schön, wenn man dann so Sachen aus der Zeit dann nochmal sehen kann. Hier eins von damals, eins der teuersten Spiele überhaupt, Viewpoint. Das habe ich tatsächlich auch nur ganz, ganz schlecht bekommen können. Und das war auch damals recht teuer. Also, aber ist natürlich cool, weil das deutet eigentlich so 3D an, ist aber tatsächlich alles in 2D. Ja, die Lampe, die blendet so ein bisschen. Ich pack's mal ein bisschen so hin, vielleicht kann man es dann noch ein bisschen besser erkennen. Also wie gesagt, wirklich ein tolles Spiel, aber auch sau schwer gewesen. Hat viele in die Verzweiflung getrieben. Die nächste Seite, Art of Fighting, auch wieder ein Testbericht. Ja, auch ein schönes Prügelspiel gewesen für die damalige Zeit, herausragend, weil das Spiel immer so reingezoomt hat. Also wenn es in den Close Combat geht, dann zoomt er tatsächlich rein und die Charaktere nehmen auch Schaden. Also wenn die Gesichtstreffer bekommen, dann wird das Gesicht auch blau und blutig. Also ja, für damals war das schon eine ganz tolle Geschichte. Da sind wieder so ein paar Special Moves und wieder Werbung. Ja, und hier kann man dann auch schon auf der linken Seite hier sehen, da gibt es diese, wie angesprochen, schon Merchandise-Artikel. Und ja, für Mitglieder ist es tatsächlich günstiger gewesen. Ich will mal gucken, ob ich mal kurz dahin drehen kann und noch ein bisschen ranzoomen, weil ich denke mal, das ist schon eine Sache, die interessiert vielleicht noch manche mehr. Also wie man sehen kann, das ist eigentlich so der Hauptgrund gewesen, warum man überhaupt in diesen Neo Geo Club reingegangen ist. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe nie irgendwas davon bestellt. Ja, ja, es hat halt nicht sollen sein. So, schauen wir uns mal die nächste Seite mit an. Also hier kann man noch mal sehen, das müsste Last Resort sein. Hier nochmal wieder was von Viewpoint, hier was von World Heroes. Dann wieder ein kleiner Testbericht von Namen 1975 und Magician Lord. Dann ein Testbericht von Baseball Stars. Sogar mit zwei, ja, nee, doch, ist nur eine Seite. Und Top Players Golf. Ja, Top Players Golf. Ich sag mal, da ist später Neo Turf Masters erschienen. Das ist natürlich weitaus besser als Neo Turf Masters. Das Top Players Golf ist, glaube ich, ein bisschen ungeliebt. Sieht man irgendwie auch so ein bisschen an der Bewertung. Dann Riding Hero. Ja, so ein typisches Rennspiel. Gab es ja damals von Sega auch recht viel. Einfach um den Konkurrenz zu machen. Aber wie man sehen kann, die Bewertung ist da auch nicht besonders. Ja, und dann sind wir hier schon auf der eigentlich letzten Seite bei der ersten Ausgabe. Noch ein bisschen Werbung, Vorschau, Geplänkel und hier hinten dann auch nochmal Werbung zu sehen. Ja, schauen wir uns mal Ausgabe 2 an. Ja, wie man sehen kann, da wird schon gleich ein Bild genommen von World Heroes. Und dann wieder Werbung. Jump and Run. Ich glaube, da habe ich früher auch mal irgendwas bestellt. Aber was es jetzt war, ja, dann wieder eine Einleitung, bisschen Inhalt, paar Bilder, was ich so erkennen kann. 3-Count Bout ist drin. World Heroes. Und was ist das da unten? Ich glaube Trash Rally. Ja, und dann kommt eins der absoluten Knallerspiele damals von SNK, Samurai Showdown. Das war so das erste Beat'em-up-Game, wo Waffen benutzt wurden, wo die Waffen verloren
gehen konnten und wo auch Tiere als Geschoss oder irgendwie als Special Move einsetzbar waren. Das war also damals ein absoluter Knaller. Also das Ding musste eigentlich jeder haben. Ja, und dann sieht man hier auch wieder so ein paar neue Spiele. Wobei da auch wieder Viewpoint, World Heroes 2 und das andere da, das könnte Art of Fighting 2 sein, was dann japanisch so zu sehen ist. Dann wieder ein bisschen Werbung. Ja, doch sehr speziell immer, aber ja, nett. Ja, hier nochmal World Heroes 2. Diesmal anscheinend ohne Wertung oder vielleicht kommt das noch auf der nächsten Seite. Ja, wird so ein bisschen die Charaktere gezeigt und ja, naja, so Beat'em-up-Games waren ja auf dem Neo Geo praktisch an der Tagesordnung. Das stellt eigentlich so das größte Genre beim Neo Geo. Gibt es am meisten Spiele von. Ja, wie man sehen kann, ist hier doch so ein kleiner Dings als sehr gut bewertet. Okay. Weiß ich auch nicht. Hier wieder ordentlich Werbung. Dann ein Testbericht von Sengoku 2. Ja, obwohl das finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich finde es eigentlich sogar etwas besser als den ersten Teil. Ist ein bisschen stylischer gemacht. Srika und Baut. Ein super geiles Wrestling-Spiel damals gewesen, weil ja, das ist halt tatsächlich viel mit Sprache und allem richtig coole Präsentation. Das Spiel an sich krankt so ein bisschen daran, dass man halt viel den Joystick hin und her rütteln muss, um bestimmte Sachen zu machen, um die Oberhand da zu kriegen. Und das wird nachher relativ schwer. Man kann es allerdings trotzdem mit einem Credit durchspielen, aber ja, also mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht. Viele finden es jetzt nicht so toll, aber ich finde es eigentlich immer noch recht cool. Ja, zeigt sich auch hier so ein bisschen in der Wertung. Ja. Und dann ist wieder hier Werbung für den Neo Geo Club. Jawohl, da kann man sich wieder Fahnen, Aufkleber, Poster, alles Mögliche holen. Und wenn man hier mal so guckt, ein Poster von Art of Fighting, kein Mitglied, 10 Mark, Clubmitglied 3 Mark. Also ja, die Ersparnis war da schon ein bisschen vorhanden, aber gut. Oh, und dann gibt es hier eine Seite mit Fatal Fury 2 Special Moves. Ja. Das war ja damals auch recht wichtig, weil entweder man hat die selber rausgefunden oder man hatte halt nur die Möglichkeit über Mundpropaganda oder eben über Zeitschriften. Und ja, manche stehen natürlich in der Anleitung drin zum Spiel, aber eben auch nicht alle. Und wenn man dann halt so ein paar Trips hat, ist das schon ganz cool. Ja, dann gibt es hier noch so ein Verzeichnis aller Spiele mit ein paar Bildern. Tja, und dann kommt die Geschichte zum Neo Geo. Eine Seite, naja, ist ein bisschen schwach, würde ich sagen. Da kann man, glaube ich, nicht wirklich viel mit abhandeln, aber gut. Also da habe ich auf YouTube schon Videos gesehen, wo mehr geht. Dann wieder einmal ein Spiel Puzzlet. Das ist so ein bisschen Tetris-like. Allerdings muss da immer hier dieser kleine Ballon nach oben gelangen. Der ist eigentlich immer eingesperrt und den muss man irgendwie befreien. Ja, Burning Fight, wie man hier sehen kann auf der linken Seite. Das ist tatsächlich das erste Spiel, was ich mit dem Neo Geo damals zusammen gekauft habe. Der Kaufpreis war damals für das Gerät und das eine Spiel 1000 Mark. Tja, ja, aber das war natürlich damals die absolute Traumkonsole. Sowas hatte keiner. Spielhalle für zu Hause, also ja, das sagt eigentlich alles. League Bowling ist ein Bowlingspiel, 8-Man. Ja, also 8-Man hat mir eigentlich wirklich nie wirklich so gut gefallen. Das ist auch mit eins der ersten Spiele und das merkt man halt auch.
Achso, ja, zum Burning Fight, das ist ungefähr so wie Final Fight von Capcom. Bisschen anders, aber ja, so vom Aufbau her und so ist es schon ähnlich. Ja, dann hier einmal das Rennspiel Trash Rally, auch mal kurz vorgestellt. Und dann sind wir schon wieder auf der letzten Seite mit der Vorschau. Einmal ein Impressum und hier die typische Maro-Werbung. Das war ja später der einzigste Händler, der noch Neo Geo-Spiele dann verkauft hat. Zum Schluss auch gegen horrende Preise. Also, tja. Ja, und hinten auch nochmal so ein bisschen Werbung. Ja, und dann kommen wir schon zum dritten Clubheft und zum letzten, was damals überhaupt erschienen ist. Das handelt tatsächlich dann auch schon mehr über das Neo Geo CD. Achso, die andere Ausgabe, die ist 93 erschienen. Ja? Und diese hier 94. Also die haben sich immer ein Jahr Zeit gelassen, um da mal so ein kleines Heftchen zu produzieren. Naja, für irgendwas muss man ja die Mitgliederbeiträge raushauen. Ja, wie man sehen kann, hier sind so verschiedene Charaktere von Samurai Shodown, World Heroes, Art of Fighting. Ja, und dann halt wieder Inhalt, Impressum und dann geht's gleich los. So kleine Infos über neue Spiele. Und dann kommen wir schon zu meiner absoluten Lieblingsspiele auf Neo Geo, Samurai Shodown 2, weil das Beat'em Up ist also im Gegensatz zum ersten Teil nochmal wesentlich grafisch verbessert worden, hat Special Moves ohne Ende drin, geheime Sachen, also das hat wirklich was. Ja, und hier auf der anderen Seite sieht man wieder ein paar Special Moves von den Charakteren. Dann auch ein sehr gutes Basketballspiel, so ein bisschen an NBA Jam angelehnt, Street Hoop, auch mit sehr viel Sprache und Raps in der Musik. Dann King of Fighters 94, auch eins der wichtigsten Spiele für SNK, hat so dieses Team-Battle-System eingeführt, damals bei den Beat'em-Up-Spielen. Ja, also auch richtig nett, deswegen auch super, die Bewertung. Im Prinzip geht es darum, dass aus relativ vielen verschiedenen Spielen Kämpfer da integriert sind und man kann dann aus Art of Fighting, aus Fatal Fury, aus Ikari Warriors und so kann man dann die Charaktere spielen und da gegeneinander kämpfen lassen. Wieder ein paar Special Moves dazu. Dann ein kleiner Bericht über das Neo Geo CD. Ja. Das Licht ist ein bisschen ungünstig, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Auf der rechten Seite Top Hunter. Auch eins der besseren Neo Geo Spiele. Also das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Dann Aggressors of Dark Combat. Ja, das habe ich auch mal für 200 Mark irgendwie gekauft. Ist nicht schlecht. Aber auch nicht unbedingt so das Coolste. Dann Aero Fighters 2, das habe ich tatsächlich auch auf dem CD-System gehabt und auch auf Modul später mal. Und ja, ist ein nettes Shoot'em-Up-Game. Super Sidekicks 2 war natürlich auch wesentlich besser als der erste Teil. Dann haben wir World Heroes 2 Jet, also diese World Heroes Reihe. Ja, das habe ich tatsächlich auch, aber diese World Heroes Reihe hat mich eigentlich nie wirklich so überzeugen können. Dann haben wir hier noch Art of Fighting 2, wieder Special Moves. Dann wieder so eine kleine CD-Liste von den Spielen im Überblick. Ja, doch schon einige, muss man ja sagen. Tja, und das war's dann eigentlich auch schon. Kommt zum Schluss nochmal eine Maro-Werbung. Und das war's mit den Ausgaben. Ja, gut. Würde ich sagen,
Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ciao.